Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist David Rohner. Ich bin hier in den Räumlichkeiten der Panhard AG, wo ich arbeite seit über 10, 12 Jahren. Ich bin Teil des Teams, das hier an verschiedenen Klangobjekten arbeitet und ständig auf der Suche nach neuen Formen, neuen Dingen ist, Klangobjekten, die unsere Hände erfreuen. Und das ist eine schöne Arbeit, macht sehr viel Spaß und trägt auch immer neue Früchte. Und eine davon würde ich gerne heute kurz präsentieren. Und es ist so, dass das eine Form ist, ein Instrument, das sich ein bisschen abhebt von den anderen, weil es eine Kombination von Gefäßen ist und nicht mehr nur eines. Es wird zu einem Gefäß zusammen, aber es sind eigentlich 3 aneinander gebaut. Und das Instrument, das ich da auf dem Schoß habe und da um mich herum steht, heißt Pangolo. Pang ist unser Material, also wie Hang mit P, Pang. Unser Material ein Komposit, also kein Stahlblech. Durch die Härtung, unser Härtungsverfahren, wird es zu einem Komposit. Die Oberfläche ist näher an der Keramik als am Stahlblech und korrosionsfrei, bietet die optimalen Eigenschaften für uns, um viel Power da reinzubringen, viel Druck, viel Gestaltungsmöglichkeit in dem Sinne, wie wir sie brauchen, für unsere Zehntausenden von Hammerschlägen, die da drin stecken. Und das ist ein Material, das uns schon lange begleitet und eben in ganz unterschiedlichen Formen schon aufgetaucht ist und auch schon in Hände von verschiedenen Leuten aus der ganzen Welt gegeben wurde. Diese Menschen, die sich für unsere Arbeit interessieren, empfangen wir auch hier. Man kann sich melden, dann vorbeikommen. Das empfehlen wir, weil jedes Hang und jedes Pang-Instrument ist ein Einzelstück und es lohnt sich, das auszuprobieren. Was manchmal auch aufgrund der globalen Dimension ein bisschen schwierig ist, aber es gibt immer irgendwelche Lösungen dafür. Ja, man darf uns jedenfalls gerne kontaktieren. Aber ich möchte dieses Video jetzt machen, weil es oder in dem Video das Pangolo zeigen, weil es bei uns, wir nennen das ja Work in Progress, also es geht weiter, wir forschen an neuen Formen, wir gleichen das auch immer oder sind in Kontakt mit WissenschaftlerInnen und sind nicht nur für uns isoliert mit dem Hammer tätig, sondern im Austausch mit verschiedenen mit Menschen, die Musik machen damit, die dazu forschen oder die eben auch Materialanalysen machen und so sind wir, ist es ein Feld, das wir mit verschiedenen Leuten da zusammen irgendwie daran arbeiten und so auch weiterkommen und eben an neue Formen, neue Spielweisen kommen, die uns selber immer wieder überraschen und auch erfreuen. Also wir haben selbst sehr Freude an diesen Dingen, die wir bauen und das ist auch die Grundlage für die Richtung, in die wir gehen, also die eigene Spielfreude. Und so bauen wir auch die Dinge, die mittlerweile zu 4 sind wir ja hier seit einigen Jahren schon, die unser Zusammenspiel ermöglichen, die sich ergänzen, die teilweise auch alleine gespielt werden können. Also es gibt einfach unterschiedliche Felder, die wir da pflegen und bewirtschaften und gehen einfach der Lust am Bau und der Freude am Spiel nach, würde ich sagen. Und so ist auch dieses Pangolo entstanden und da kümmere ich mich im Moment intensiv drum, weil jeder hat so sein Spezialgebiet, sage ich mal, sein Gebiet, eine Richtung. Und hier möchte ich ein paar Dinge dazu zeigen und erzählen, weil es vielleicht nicht so klar ist, wie sich das einreiht in den Rest unserer Instrumente oder in welchem Kontext das gestellt wird. Und auch da würde ich sagen, es ist sehr offen, man kann das ganz in unterschiedlichen Kontexten spielen und das macht es auch sehr spannend. Und das wird vor allem möglich gemacht durch diese perkussiven Klänge, das knackige, die transparente Musik, die damit möglich ist. Und das hat viel zu tun, unter anderem, und da sind wir beim Instrument, Pangolo, Pang, wie schon erwähnt, wegen dem Material, Pangolo, griechisch immer, auch die Form Olo, so O-L-O. Es ist
Pangolo, auch lautmalerisch, der Name klingt, wie es das Instrument klingt, könnte man sagen, etwas Aufgestelltes, Aufgewecktes, das soll Spaß machen. Und die Hände anregen zum Tanz. Jetzt haben wir hier dieses interessante Gefäß auf dem Schoß, das erinnert ein bisschen an Mickey Mouse, an ein Atom, an verschiedene, ein Gelenk fast. Und das empfehlen wir so auf dem Schoß zu spielen, wie es angenehm ist. Es gibt verschiedene Positionen, das zeige ich gleich noch. Aber mal ganz locker auf den Schoß zu nehmen, es rutscht nicht weg, man kann diese Kugel gut einklemmen. Ich nenne das für mich hier das Herzstück, also Herz und Hand eigentlich. Hier die Handstücke, Herzstück, das zusammen Hand und Herz, das ist das Thema. Und so empfehlen wir das auch zu spielen, mit Hand und Herz. Und wenn das so auf dem Schoß liegt, ist das schon mal in einer ruhenden, angenehmen Position, hat etwas sehr Ergonomisches. Jetzt kann ich die Hände darauf legen, Schultern entspannen und mal erforschen, was da möglich ist. Und wir pflegen hier sehr eine exploratives eine Spielweise, einfach mal schauen, was passiert, was rauskommt. Dann gehen wir mit dem Hammer wieder dahinter und versuchen auszuloten, was da möglich ist. Und hier ist das jetzt so, dass es zwei Spielflächen gibt, zwei Teller quasi, auf denen die Hände angenehm Platz finden. Also sie sind in einer ruhenden Position so. Und dann kann ich in den Wippen massieren. Ich würde weniger vom Schlagen ausgehen. Es ist auch per Definition keine Trommel, kein Membranophon. Es ist also eher eine Massage, eben ein Tätscheln, so würde ich mal beginnen. Und dann, wenn man gut hinhört, hört man da ganz unterschiedliche Klänge, die mögen mal erinnern an Stein, an Holz, an Blech, an Fell sogar. Also ich kann da mit dem Hammer, wenn ich das baue, durch asymmetrische Stimmtechnik, Stimmweise und durch verschiedene Dinge, die ich jetzt da herausgefunden habe, können wir ganz unterschiedliche Klänge einbetten hier, die dann mit der Hand nochmals ganz unterschiedlich angeregt werden können. Wichtig ist also nicht nur, was das hier auf dem Schoß ist, sondern auch, wie ich das entdecke. Und wenn ich das so schlage, ist das sehr, einseitig, dann kriege ich diese Vielfalt nicht hin. Also ist es wichtig, die Hand mit einzubeziehen, wie beim Hang ja auch schon, das steht ja in Deutsch für Hand, ist die Hand sehr wichtig mit all ihren unterschiedlichen Zonen, also Handballen, Nägel, Knöchel. All das findet da Platz und führt zu neuen Klängen. Und darum, Hände stehen im Zentrum, rauflegen und wippen oder tätscheln. Und man hört schon, ohne Kraftaufwand, nur mit so ein bisschen, kommt da Unterschiedliches raus. Jetzt, wenn wir das mal anschauen, hier, ich habe ein Gefäß, 3 Gefäße kombiniert mit Hals, das führt zu einem starken Helmholtz-Resonator, den ich unterschiedlich manipulieren kann, je nachdem, wie ich das baue. Helmholtz-Resonator heißt, ich habe ein Luftvolumen, ich habe hier einen Luftkolben, Pfropfen, wie man das auch immer nennt, der hier in Schwingung versetzt wird. Das Volumen, die Luft wird da zur Masse und ich kann jetzt da eingreifen. Also ich kann diesen Puls hier, den ich hier indirekt anregen kann mit der Handwurzel oder der flachen Hand, kann ich auch hier direkt mit der Hand anregen. Indirekt heißt, dieses gestimmte Feld hier komprimiert Luft. Die Luft, dann wird diese Kolben in Schwingung versetzt. Das führt zu einem starken Bass, um die 90 Hertz, je nachdem, wie ich das baue. Und jetzt kann ich eingreifen, diese Verhältnisse von Hals, Durchmesser der Öffnung. Ins Volumen kann ich weniger eingreifen. Könnte ich, indem ich das mit Wasser fülle oder mit einer Flüssigkeit oder sonst was. Dann wird der Bass höher, also auch da hat man Spielraum. Ich kann jetzt mit der Hand da reingreifen und man hört, ich kann das absenken. Bis um eine Oktave, bis unter 50 Hertz kriege ich das runter. Also ich habe diesen Puls. Wenn ich den mit der flachen Hand anrege, habe ich mehr noch diesen Fellklang, der fast an Bongo oder Conga erinnert.
Dann, also ich habe diesen Puls, diesen Bass, dann habe ich hier gestimmte Zonen, perkussiv knackig, das erinnert eher schon ein bisschen an hochgespanntes Fell, Holz, manchmal fast Stein. Und interessant hier ist, dass wenn ich dieses Gefäß schließe, verändert sich die Frequenz dieser gestimmten Felder, weil die Luft zur Masse wird und somit das absenkt. Somit habe ich immer dynamische Klänge, perkussive, die sich nie auf einer geraden Frequenz bleiben, sondern sich bewegen. Also auch auf dem Spektrogramm sieht man da immer Bewegung. Und das macht das Ganze sehr lebendig und spannend. Also wenn ich jetzt schließe das Gefäß, und das im Spiel eingebettet, also verschiedene gestimmte Zonen, knackig, laut, ich brauche wenig Kraft, um dass da ordentlich was rauskommt. Hier habe ich zum Beispiel diesen glockenähnlichen Klang, habe aber auch einen ganz klaren, so einen Klack. Also ich kann da ganz unterschiedliches spielen. Kann natürlich auch immer hier diese Glocke stoppen, ganz perkussiv. Ja, also spannendes Gefäß mit vielen verschiedenen Möglichkeiten. Dann, was auch noch schön daran ist, an dieser Form ist, sie schmiegt sich förmlich an den Körper. Das heißt, ich kann die nicht nur so auf dem Schoß nehmen, ich kann das auch drehen. Andere Position führt zu einem anderen Groove. Dann, so, wunderbar an den Körper gepasst, rutscht mir nicht weg. Der Gu, die Öffnung ist hier oben. Ich kann mit dem Arm den Bass manipulieren, einstimmen, je nachdem, oder kurz halten. Ich habe hier Zugriff auf diese perkussiven Klänge, die hohen. So am Körper, auch umgedreht am Körper, wie auch immer. Ich kann das direkt so auf der Öffnung, wenn ich das lieber so habe. Auch da, der Helmholtz, also der Bass, ist immer dynamisch in der Höhe, je nachdem wie ich den spiele. Und im Ein- und Ausschwingen. Ablauf, das kann ich alles mit den Händen manipulieren. Das macht es spannend. Und wenn ich das immer nur so spiele, viel liegt es an Lebendigkeit. Darum empfehle ich da, immer mit den Händen in Kontakt zu bleiben und quasi zu sprechen. Auch kann das auch so zwischen den Beinen also einklemmen.
Das wäre jetzt ein Modell, Pangolo-Modell. Nun ist es so, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, was ich da einstimme. Wie gesagt, jedes wird zum Einzelstück, nur weil das Handarbeit ist und da Tausende, Zehntausende von Hammerschlägen drin sind. Das ist eine Variante. Die andere, eine tiefere, die eher schon fast an Conga-mäßig erinnert, also an Fellklänge hier. Auch im Design ein bisschen anders, aus Gründen. Genau, also sehr wichtig, die Hand im Zentrum, die darauf spielt, die das erkundet, das macht Freude. Wir haben viele BesucherInnen aus der ganzen Welt eigentlich. Und spannend ist auch, dass wir im Unterschied zu diesen Instrumenten, die starke Atmosphäre schaffen, also Hang in allen Formen, Balu, Hang-Balu, die klingen stark, die sind sehr offen im Klang, die haben diesen Kathedraleneffekt, wie wir ihn oft nennen, dass es diese Weite im Klang. Das hier ist, setzt dem etwas entgegen, sage ich mal, nämlich dieses ganz etwas Nüchternes, Trockenes, Perkussives und hat auch für mich was Befreiendes von diesem Klangbett, sage ich mal, nämlich führt es zu ganz unmittelbarer Spielfreude. Oft bei BesucherInnen, die kommen, ist es so ein bisschen verhalten, die Reaktion, wenn sie das sehen, weil da die Klänge fehlen und er nicht diese Möglichkeiten bietet. Dann spielen wir das und was passiert oftmals oder meist, kommt mit dem Spiel die Freude, einfach eine kindliche Freude auf, nämlich von dem, dass die Erwartung und alles lässt ein bisschen nach hier und ich kann mal was entdecken, da kommen so Klänge raus, ja, unterschiedliche, erkunde ich mal und dann entstehen schöne Jam-Sessions, gerade auch mit Menschen, die das überhaupt nicht erwartet hätten, dass sie dieses Perkussive auch mögen. Dann, das führt zu sehr spannenden Feedbacks und hat mich auch ein wenig überrascht, wie das Interesse dann aufkommt, obwohl zuerst die Skepsis eher relativ groß, sage ich mal, eher so ein bisschen, nein, Perkussion ist nicht mein Ding, aber dann habe ich das auf dem Schoß und dann wird es plötzlich, es weckt was in einem. Und ich glaube, das ist das Schöne daran. Also es provoziert einem auch im Sinne von spiel was, kommunizier, mach was so und nicht nur in die quasi in dieses Klangding abzudriften, sondern eben in konkrete Kommunikation. Das finde ich hier wunderbar und ist ein tolles Werkzeug, das einem vieles ermöglicht und kann in ganz unterschiedlichen Kontexten eingesetzt werden. Also ob mit Gitarre, ob mit Hanginstrumenten, ob mit irgendwelchen Sonstinstrumenten. Das Feld ist da total offen. Es vermag auch andere perkussive Instrumente zu ersetzen oder den Platz da einzunehmen oder zu ergänzen. Was man auch kann, das möchte ich gerne noch zeigen, ist, ich habe da unser Material ist magnetisch, das heißt, wir können Dinge daran machen mit einfachen Mitteln, die diese perkussive Palette erweitern. So zum Beispiel so Brushes, Besen von Schlagzeug zum Beispiel, die man ein bisschen modifizieren, ganz nach eigenem Gusto kann man das darauf machen. Das führt zu wie auch immer ich das mache, wo ich die platziere, ganz unterschiedlich.
Also das Pangolo lädt ein zum groovigen Spiel, zum Tanz der Hände und bietet etwas, eine sehr komplette Range an Klängen, an Sounds, die verändert werden können, je nach Spielposition, was man da ran montiert. Und das macht auch die eigene Entdeckungsreise vielleicht möglich, dass man da das als Basis nimmt. Ein klingender Topf, der schon eingestimmt ist, der erweitert werden kann, den eigenen Händen angepasst werden kann, die Position kann den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Und es ist also sehr, ja, ein spaßiges Ding. Mir macht es Spaß, uns macht es Spaß, schon vielen Leuten, Menschen, die gekommen sind oder sogar schon so etwas mitgenommen haben. Und das ist in der Entwicklungsphase immer noch, aber die hört bei uns auch gar nicht auf, weil wir ja in einem Work in Progress sind, das geht weiter und das macht uns Spaß, diese Weiterentwicklung und auszuloten, was möglich ist damit und so auch ja, Instrumente zu bauen, die uns unseren Alltag bereichern und uns zum Musizieren, zum Zusammenspielen, Zusammensein bringen. Und jetzt weniger in diesen Produktkategorien vielleicht sich sonderlich gut einordnen, aber darum geht es uns auch gar nicht. Also, wenn sich jemand dafür interessiert oder irgendwie da ja, gerne mal vorbeikommen möchte oder einfach Informationen dazu haben möchte, darf man mir oder uns gerne schreiben. Und wir ja, zeigen das gerne. Und auch für die anderen Instrumente darf man natürlich gerne vorbeikommen. Das kann man, wie gesagt, auch kombinieren. Also auch für Menschen, die schon was haben, kann das interessant sein. Aber ja, mal schauen, was kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Ich grüße ganz freundlich aus Bern und wünsche eine gute Zeit. Vielen Dank. Tschüss.